Welcome. Good evening. My name is Okwe Enwezo, and I'm the director of House Kunst. It's really a great pleasure to see such a tremendous crowd for the opening of this exhibition. So let me use the opportunity once again to extend a warm welcome to all of you to House Kunst. And of course, I will also use the opportunity to welcome Georg Baselis and Elke Baselis and the entire family of Baselis, the clan Baselis, as it were. Also, I will use the opportunity to welcome very much the Bavarian Minister of Culture. I mean, there are many things that he's the Minister of, but the most important for us is the Minister of Culture, Dr. Spenle. Welcome, Dr. and Mrs. Spenle, to House Kunst. It's a great honor to have you here, and also to recognize the former Minister of Culture of the state of Bavaria, Dr. Wolfgang Heubisch. Welcome. Well, occasions such as this exhibition represents is one that for us as an institution marks a very important event that inscribes the commitment that House Kunst as a museum, as a place that welcomes artists, as a place where the vitality of contemporary art is renewed in every exhibition we make. And the work of Georg Baselis and the exhibition that celebrates and analyzes this work is a significant milestone for us, because Georg Baselis is one of the towering figures of the field of contemporary art of the last 50 years. And what the exhibition demonstrates across every period in his career is the kind of restless invention that has accompanied his struggle to tame the Pentile language, but yet is unable to completely tame it, and therefore he finds every single day new ways to tackle this very big question. And all of that is evident in what the exhibition curated by my colleague, Dr. Ulrich Wilmes, has made very clear. So I don't want to speak so long because there's a conversation to take place, but I would like to use the opportunity to extend our gratitude to Georg Baselis for making us a gift of his tremendous vision, his tremendous generosity, and the immensity of his powers as an artist. Thank you, Georg Baselis. Before I turn over the podium to the minister, I would like to use the opportunity to recognize a number of people who have been central to making this exhibition possible, beginning with many of Baselis' supporters, all the lenders and institutions who have so generously extended loans of key works to the exhibition. We owe you a debt of gratitude. Thank you. And I would also like to recognize
the commitment and the support given to House of Kunst by Detlef Gretenkot, Mr. Basilis' long-term assistant and studio manager. Without him, we would not have been able to pull together an exhibition of this scope because of the detailed and intimate knowledge he has of the work of Georg Basilis and the inner workings of his thinking. So Detlef, thank you so much. And finally, I would like to recognize the support of the funders of the exhibition and the galleries of Georg Basilis, Tadeusz Ropasz Gallery, Salzburg, and Paris, the Y-Cube Gallery in London, and the Gagosian Gallery, I think in about 17 cities or something like that. Thank you all so much. Also to the Gesellschaft der Freunde des Haus der Kunst, who also very much supported this exhibition. And finally to Dr. Roland Berger for his early support of this exhibition and for making it possible to enable us to travel the show to its next stop after Haus der Kunst in China. So without much further ado, let me welcome Dr. Spenle to address you, and I hope you enjoy the evening. Thank you. Hochverehrter Herr Baselitz, Herr Investor, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegin Zacharias aus dem Bayerischen Landtag, lieber Wolfgang Heubisch. Ein Bericht im Bayerischen Rundfunk aus Anlass des 75-jährigen Geburtstags von Georg Baselitz titelte letztes Jahr etwas provokativ, aggressiv und mächtig produktiv. Eine prägnante Charakterisierung dieser besonderen Künstlerpersönlichkeit. Angesichts einer Rückschau, die sich über mehr als 6 Jahrzehnte erstreckt, erscheint diese Charakterisierung in jedem Fall angemessen. Und es wird spannend sein, nachzuspüren, in welchem Maße beide Attribute nach wie vor zutreffen. Wer bei Georg Baselitz so etwas wie Altersmilde erwartet, wird mit einer Enttäuschung rechnen müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, Georg Baselitz ist ein Bürger und Künstler mit einem ausgeprägten historischen Bewusstsein. Das ist sicher auch eine Triebfeder seiner Arbeit. Er gehört zu einer Generation, die den Zweiten Weltkrieg als Kind erlebt hat und nach den Schrecken der Nationalsozialisten in das Getriebe beider deutscher Nachkriegsgesellschaften geriet. Er hat diese Situation einmal selbst mit den Worten beschrieben: Ich bin in eine zerstörte Ordnung hineingeboren worden, in eine zerstörte Landschaft, in ein zerstörtes Volk, in eine zerstörte Gesellschaft. Und ich wollte keine neue Ordnung einführen. Ich hatte mehr als genug sogenannte Ordnungen gesehen. Skepsis und das Misstrauen gegenüber Vorgaben, denen man zu folgen hat, aus dieser Haltung, man kann es verfolgen, hat Georg Baselitz auch seine Kunst entwickelt. Die Malerei, die daraus resultierte, und ihre Bilder wurden manchmal sicher nicht zu Unrecht als in gewissem Sinne provokativ aufgefasst, was wohl durchaus im Sinne des Künstlers war. Sehr geehrte Damen und Herren, der Lebensweg von Georg Baselitz beschreibt eine deutsch-deutsche Biografie von Sachsen über Ost- und Westberlin nach Niedersachsen und schließlich nach Bayern an den Ammersee. Aber natürlich ebenso zu Hause in den wichtigsten Museen der Welt. Dort vertritt er als einflussreichster Vertreter der Gegenwartskunst und damit auch als ein besonderer kultureller Botschafter unseres Landes auf. Die Ausstellung hier im Haus der Kunst tritt somit in eine Reihe bedeutender internationaler Präsentationen, die seinem einzigartigen Werk bereits gewidmet wurden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass diese Rückschau, die ja, wie auch der Titel schon deutlich macht, auch den Weg nach vorne weist, hier mit Hilfe so vieler, auch heute schon benannter und auch von unserer Seite herzlich bedankter Persönlichkeiten möglich wird. Hier an diesem besonderen Ort, der ebenfalls tief Geschichte atmet,
Ein Jahr bevor Georg Baselitz geboren wurde, wurde das Haus der Kunst damals mit der nationalen Parenthese eröffnet. Und wie der Künstler blickt auch dieses Haus auf eine bewegte und bewegende Geschichte zurück. Und es ist gerade deshalb so besonders wichtig, dass hier der Ort in München für die Ausstellung und die Ausstellungen zeitgenössischer Kunst geworden ist. Für München und für ganz Bayern und weit darüber hinaus hat das Haus der Kunst eine ganz besonders wichtige und exponierte Position. Und es lohnt sich, an diesem Ruf, den es sich erarbeitet hat, auch weiter zu arbeiten. Wir wollen dies tun. Die anstehende Renovierung ist dabei nur ein Element, mit dem der Freistaat Bayern seine Verantwortung für dieses Haus wahrnimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass es Okwi Enwesa und seinem Team erneut gelungen ist, eine solch herausragende Ausstellung zu konzipieren. Mich freut es auch, dass diese historische Dimension dieses Hauses so mutig angenommen worden ist von dem Leitungsteam. Und ich freue mich, dass wir mit dieser Ausstellung sicher auf ein nachhaltig großes Interesse stoßen werden. Herzlichen Dank für alle, die diese besondere Ausstellung möglich gemacht haben. Und auch ganz herzlich Dank und Respekt an Sie, Herr Baselitz. Guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Das ist wirklich ein wunderbares Bild von hier oben, ist es? Ist doch, ne? Ein wunderbares Bild. Ja, aber Dr. Wilmes sagte gerade, hier oben ist wärmer als unten. Das kommt daher, wenn man im Rampenlicht steht, Herr Baselitz. So geht das. Dem können wir jetzt nicht ausweichen. Meine Damen und Herren, die Ausstellung, Herr Dr. Spähner hat gerade schon auf den Titel hingewiesen, damals, dazwischen und heute, schaffte einen Überblick über 50 Jahre Schaffen. Das früheste Bild ist von 1965 in unserer Ausstellung. Die späteste Arbeit, eine Skulptur von 2014. Also ein halbes Jahrhundert. Das hört sich nicht nur sehr bedeutend an, es ist auch bedeutend. Und trotzdem, es ist eine gewisse Ambivalenz in diesem Titel, ist es keine Retrospektive. Darauf legen, glaube ich, alle Beteiligten großen Wert. Wir kennen das von jüngeren Künstlern. Wenn denen eine Retrospektive angeboten wird, dann lehnen die meistens dankend ab, weil sie sagen, okay, wir sind eigentlich noch gar nicht so alt. Wie gesagt, wenn man auf ein Werk von 6 Jahrzehnten zurückblickt und von denen 5 Jahrzehnte in unserer Ausstellung abgedeckt werden, dann könnte man das mit Fug und Recht sagen. Allein, es geht nicht und es stimmt nicht. Die Ausstellung, der Ausgangspunkt der Ausstellung war nicht die Absicht, einen Rückblick zu geben. Wir tun das natürlich, weil man schlechterdings keine Werke ausstellen kann, die noch nicht entstanden sind. Nur Ausgangspunkt waren die jüngsten und die neuesten Werke und somit die Verankerung des Werks von Georg Baselitz im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Und diese Werke sind aus der eigenen Werkgeschichte schöpfend, aber in jeder Weise in die Zukunft gerichtet. So, und wenn ich jetzt so über Vergangenheit und Zukunft spreche, muss ich natürlich darauf hinweisen, und ich möchte damit auch unser Gespräch anfangen, nämlich über Ihr Verhältnis zum Haus der Kunst, Sie zu befragen. Die erste institutionelle Ausstellung in München war 1976 im Haus der Kunst unter der Kuratorenschaft von Carla Schulz-Hoffmann, die ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Ich weiß nicht, war es auch deine erste Baselitz-Ausstellung? Ja, natürlich. Damals ausgerichtet vom Galerieverein und von der Staatsgalerie Moderner Kunst. Ja, Herr Baselitz, 1976, 2014,
Wie war Ihr Verhältnis zum Haus der Kunst damals? Wie ist es heute? Und wie hat es sich damals dazwischen und heute verändert? Ich möchte erstmal auch guten Abend sagen und mich für den freundlichen Empfang bedanken. Herr Minister, Mr. Enwesser, Herr Wilms, Detlef, liebe Gäste, vielen Dank. Als Sie vorhin sagten, 37 sei das Haus gebaut, fiel mir etwas ein, was, glaube ich, noch keiner so recht weiß. In dem Haus, in dem ich geboren bin, 38, das Schulgebäude in Deutsch-Spaßitz, war eine Banderole gespannt, es gibt ein Foto davon. Da stand drauf, ein Volk, ein Reich, ein Führer, sehr große Banderole. Und auf dem Dach, wir hatten ein ganz normales rotes Ziegeldach, war ein riesiges rotes Kreuz gemalt, was bedeuten sollte, wir stehen unter Schutz, schmeißt keine Bombe oben drauf, weil es eine Schule war. Der erste Spruch war falsch, auch das mit dem Roten Kreuz funktionierte nicht. 1945, als wir noch im Hause saßen, wurde das Haus zerstört, ziemlich zerstört, und wir sind daraus weggegangen. Zum Haus der Kunst, ich glaube, 1967 war hier meine erste Ausstellung. 67, 76. 76. Ich erinnere mich an diesen Saal. Das ist der Gartensaal, denke ich mal. Und noch ein Raum dazu. Natürlich waren damals die Verhältnisse ganz anders. Vielleicht waren sie besser, kann sein, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube, heute sind sie besser. Ich habe bessere Räume bekommen. Ich habe praktisch das ganze Haus und habe eine viel größere Anzahl von Bildern hier aufhängen dürfen. Und die Geschichte ist natürlich immer ein bisschen umfangreicher, München betreffend, weil hier gab es eine Galerie, Heiner Friedrich und Franz Dahlem, in der ich 65 oder 66, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, meine erste Ausstellung machte. Das war eine Galerie, die sich der Avantgarde verschrieben hatte. Zur Avantgarde zählte damals von den deutschen Richter Polke und Palermo und von den Amerikanern Chamberlain, Sandbeck, Chad und Karl André, Flavin vor allen Dingen noch. Also man kann sich ungefähr vorstellen, was zu dieser Zeit in der Galerie und in München los war. Viel weniger Publikum natürlich als heute. Und die Geschäfte, nun ja. Hat sich verbessert. Hat sich verbessert. Ganz kurz zum Konzept. Solche Ausstellungen, ich habe ja schon viele erlebt und auch viele Eröffnungen mitgemacht, sind natürlich immer ein bisschen schwierig für den Verantwortlichen, also derjenige, der das gemacht hat, was da aufgehängt ist. Und man muss sich durchaus denken, dass alle diese Situationen neu sind für mich. Und ich habe einen ziemlichen Bammel, dass irgendwas nicht funktioniert, dass es Probleme gibt, dass es Unverständnisse gibt, dass es Provokationen gibt und so weiter. Seit 14 Tagen sehe ich diese Ausstellung nahezu täglich und muss sagen, sie ist sehr einfach, wirklich sehr einfach. Sie ist eine Retrospektive, aber nicht dokumentiert durch viele, viele einzelne Bilder aus den einzelnen Jahren, sondern eigentlich immer nur durch sehr große Gruppen. Und diese Gruppen sind, was vorhin auch schon gesagt wurde, ganz intim gebunden an die Familie, an meine Familie, an die Gegend, aus der ich komme und auch an deutsche Symbole. Und seit Beginn habe ich diesen Stoff zu meinem Stoff gemacht und habe eigentlich nie in der ganzen Zeit was anderes gemacht, außer dass ich die Methode, mit der ich diesen Stoff behandelt habe, verändert habe. Und das kann man in der Ausstellung wunderbar sehen. Es beginnt, wenn Sie so wollen, aufrecht, sonderlich aufrecht und im selben Raum auch schon upside down, verkehrt herum, weniger sonderlich, denn man kann erkennen, dass die Ikone oder das marginale Bild im ersten Raum ist das Porträt meiner Frau, was ich gemalt habe, eine Variation von diesem Bild, was ich gemalt habe, 1969, in der Erinnerung an Olga Picasso
die, glaube ich, in den frühen 20er Jahren gemalt worden ist. Also das Bild sollte sehr ähnlich sein und je länger ich das Bild kenne und betrachte, muss ich sagen, es ist nahezu identisch. Aber ich glaube, jetzt müssen Sie was fragen, sonst plaudere ich die ganze Zeit. Machen Sie ruhig weiter. Sie haben meine nächsten 5 Fragen jetzt bereits schon beantwortet, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte. Ich glaube, ich will Sie nicht unterbrechen. Nein, Sie haben gerade schon über das Konzept gesprochen. Es ist in der Tat, das war auch die Absicht, eine Geschichte zu erzählen über Ihr Werk, die sich fokussiert eben auf 2 zentrale Motive, den Adler, wie er eben in den schwarzen Bildern von Ihnen jüngst neu interpretiert worden ist, und eben die großen Skulpturen, die das Thema Figur, aber nicht nur Figur allgemein, sondern in einem biografischen Sinne zu verstehen ist. Und diese biografische Ausrichtung ist bei Ihnen ja immer verankert in der Historie des Landes. Vorhin Herr Dr. Spähnle sagte, ein deutsch-deutsches Schicksal, eigentlich kann man ein deutsch-deutsch-deutsches, weil es sind ja im Grunde genommen 3 deutsche Staaten, die Sie erlebt haben, in denen Sie aufgewachsen sind. Und die Geschichte der Ausstellung ist einfach, wie Sie diese Motive in den 60er, 70er Jahren angegriffen haben und dann eben bis heute über 5 Jahrzehnte durchdekliniert haben und dabei ja immer die Malerei, ich sage es jetzt mal ein bisschen überhöht, neu erfinden, jedenfalls Ihre Malerei neu erfinden. Und was ich Sie gerne fragen wollte, jetzt im Anschluss daran, ist damit verbunden ist ja auch eine große Intimität, die gerade in den vielen, vielen Bildern, die Sie und Ihre Frau zeigen, zum Ausdruck kommt. Wie sehr ist diese Intimität für Sie vielleicht etwas Selbstverständliches oder wie viel Preisgabe steckt da auch drin? Also der Beginn, das muss ich sagen, einfach dazu, sonst versteht man zu wenig von dem Ganzen, meine ich, war ja ganz normal. Ich bin also als Student in Ostberlin gewesen, bin nach einem Jahr nicht wegen Untauglichkeit oder Untalent, sondern wegen gesellschaftspolitischer Unreife dort rausgeflogen und musste gezwungenermaßen nach Westberlin gehen, weil meine Existenz einfach verloren war, meine finanzielle, wohnliche und so weiter. Und der Versuch in Ostberlin, Künstler werden zu wollen als Student, war die Beschäftigung mit Picasso, meine Beschäftigung. Und Picasso war an sich eine integre Figur, weil er ja Kommunist war noch zu dieser Zeit. Und als ich aber dann diese Picassos abgeliefert hatte, nach einem Jahr Studienzeit waren alle entsetzt, weil es waren nicht die richtigen Picassos, sondern es waren Picassos aus den Kriegsjahren in Paris, also die arme Leute-Bilder, die abgenagten Heringe und so weiter. Und das wollte man nun nicht und sagte, die Zeit mit Picasso ist eigentlich zu Ende, denn das ist ein Beispiel für die Dekadenz des Westens, für eine verlorene Kultur und so weiter. Und im Westen, meine Situation war ziemlich irritierend, weil dort im Westen war wirklich der Westen, der ja im Osten einfach nicht war, sondern im Osten war der Osten. Und dieser Westen sah ganz anders aus, vor allen Dingen roch er anders. Und es gab ja schon neue Häuser und es gab eben Autos, die Weißwandreifen hatten und die amerikanisch aussehen. Überhaupt war alles ziemlich amerikanisch. Und dann gab es diese wirklich faszinierende Ausstellung. Dieses Erlebnis ist einfach unwiederholbar und auch, ich glaube, man kann es gar nicht nachvollziehen, in unserem Gebäude, also in der Schule in West-Berlin, in der Hartenbergstraße. Es war eines der wenigen Gebäude, die den Krieg überstanden hatten, fand diese große amerikanische Ausstellung statt, abstrakter Expressionismus.
inklusive der Pollock-Retrospektive. Und wir gingen, ich weiß nicht, 2 Monate als Studenten, wo keine Besucher sonst waren, durch diese Ausstellung. Wir mussten da durchgehen und waren von diesen Bildern sowas von überrascht, weil niemand in Deutschland erwartete in Amerika Bilder. Alle hatten andere Erlebnisse oder andere Erwartungen, aber Kultur war einfach nicht angesagt. Also es gab einen riesigen Mangel an Informationen und dem wurde sofort durch diese edukative Show Abhilfe geschaffen. Das Entsetzen war groß und natürlich auch das Gefühl, ja, die École de Paris, die ja herrschte bei uns, die sich breit gemacht hatte in den Köpfen der Lehrer und auch bei den Studenten schon, war damit auch erledigt, weil amerikanische Formate waren riesig und die Malerei war einfach frei von allem Zwang und von allem Druck, von allem Existenzialismus, der bei uns ja damals noch umging. Und man konnte sich jetzt entschließen, Rasterpunkte zu malen oder Clifford Still nachzueifern oder de Kooning oder Pollock oder eben nicht. Und ich habe mich entschlossen, dem nicht nachzueifern, sondern ich sage, das ist nicht mehr meine Welt. Ich bin offensichtlich nicht modern, ich muss was anderes machen. Und ich hatte ja vorher versucht mitzumachen, ich hatte wie Ney gearbeitet und dergleichen. Also ich war schon ein braver Student, aber dann war damit Schluss. Also nach einem Jahr war Schluss. Und ich habe mich zurückgezogen und habe ab dann ganz konsequent angefangen, etwas zu machen, was absolut niemand wollte. Und ich muss sagen, der Weg, der ziemlich schwierig war, weil es einfach niemand wollte, wurde auch nichts gekauft. Und es war keine schöne Zeit, auch für meine Familie nicht. Aber der Weg war richtig, weil heute kann man sehen, dass ja nicht nur ich, sondern auch andere, in England gibt es eine sogenannte Londoner Schule, und diese Londoner Schule setzt sich zusammen aus Künstlern, die als Kinder aus Deutschland emigriert nach England kamen und dort etwas machte, was auch niemand sehen wollte, weil in England ja auch angesagt war, die sogenannte abstrakte Malerei. Und jetzt machten die plötzlich Berliner Realismus, ein bisschen grob gesprochen. Heute, wirklich erst heute, kann man sehen, dass das Ganze Sinn macht, dass einfach diese Streitereien, diese Rechthabereien zwischen den einzelnen Methoden, zwischen Realismus und Abstrakt und Faschismus und Pop und Minimalismus und so weiter, das hat sich erledigt. Und die Ergebnisse sind heute so, dass wir uns, vielleicht ist das auch wieder eine Frage, ich nehme die Antwort vorweg, dass wir uns alle heute... Ich nehme das zur Kenntnis, dass Sie wir uns alle Fragen beantworten, die ich nicht gestellt habe und den Antworten auf die Frage, die ich stelle, ausweichen. Ich höre gleich auf. Dass wir uns heute alle in diesen Auktionskatalogen fröhlich vereint finden und mehr oder weniger viel Geld kosten. So, das war's. Wenn ich da mal nachhaken darf, also dieser Einfluss der amerikanischen Malerei, gerade des abstrakten Expressionismus und da speziell sicherlich Jackson Pollock und Willem de Kooning, der war ja immer bei Ihnen vorhanden, aber gerade in den Arbeiten der letzten Jahre haben Sie sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, mit der Malweise von Pollock, mit der Farbigkeit von de Kooning und zwar in einer sehr expliziten Weise. Und vorhin sagten Sie, eigentlich wollte ich auch so malen, im übertragenen Sinne, eigentlich wollte ich auch so malen wie die, bloß es war nicht möglich und es war nicht notwendig, eben weil die das schon gemacht haben. Was treibt Sie heute dazu, war dieser Weg notwendig, was treibt Sie heute dazu, so explizit auf diese Vorbilder zurückzukommen und natürlich auf Ihre Ikonografie zu adaptieren? Das ist ganz schlicht gesagt so, dass Künstler die besten Liebhaber natürlich von Kunst sind, von Malerei sind und dass Künstler tätig sein, also Kunst machen wollen, widerspricht dieser Liebhaberei vehement. Wir haben in unserer Branche einfach nicht das Fach des Interpreten.
sondern wir müssen etwas machen, wir sind verpflichtet, etwas zu machen, wenn wir gesehen werden wollen, was anders aussieht als das, was man schon kennt, was man unter Umständen auch schon liebt. Das ist das eine. Und natürlich ist es auch so, dass man außer dieser Lehrmeinung, außer dieser Schulmeinung in Deutschland davon ausgehen musste, und das war wirklich schlimm, alle Hierarchien waren kaputt und ich glaubte niemanden, der mir etwas beibringen wollte. Ich hatte so ein starkes Misstrauen und solche Skepsis, dass ich immer nur dachte, die wollen mich gewinnen. Also wie werben für etwas, wie die Trommler bei Grimmelshausen so ungefähr. Und deshalb habe ich wirklich widerstanden. Das war nicht so einfach, aber es ging ganz gut. Und meine Attacken dagegen fielen sehr heftig aus, sodass gleich der Staatsanwalt kam und so weiter. Und ich habe nie nachgelassen in meiner Liebe zu de Kooning und Pollock und so weiter und Clifford Still. Aber ich hätte mich natürlich nie gewagt, irgendwelche Zitate, Anklänge sichtbar zu machen von diesen großen Helden, sondern erst als ich stabil wurde, als ich gemerkt habe, es gibt anderswo auf der Welt Leute, die ähnlich denken wie ich, die auch ohne solche unglückliche politische, gesellschaftliche Situation ebenso denken wie ich, weil die Basis, sagen wir mal, die Weltanschauungsbasis ist vergleichbar, ohne dass man die gleichen Erlebnisse hat. Also man muss nicht unbedingt Deutscher gewesen sein, um gute Bilder zu malen, um Himmels Willen. Am besten ist es, man ist kein Deutscher, um gute Bilder zu malen. Dann kommt man weiter. Das habe ich auch festgestellt übrigens. Und irgendwann dachte ich, ja gut, in Darmstadt gab es die Sammlung Streuer, die wurde ausgepackt, weil Streuer hatte vom Krauser die Kollektion gekauft, Pop Art, und da wurde ein Bild ausgepackt von Lichtenstein, das Skizzenbuch, das Notebook. Das war ein normales Notizbuch mit marmorierten Umschlag und solchen Etikett vorne drauf, Notebook made in USA. Und dieses Bild, 2,50 Meter groß mal 2 Meter, so habe ich es in Erinnerung, war so faszinierend, war so eine Frechheit eigentlich. Und dass ich, 50 Jahre später, habe ich Skizzen dazu gemacht, dann habe ich mir das Bild genau angesehen und dann habe ich das einfach übertragen mit ein paar Retuschen auf meine Weise. Und merkwürdigerweise, wenn ich dieses Bild zeige, erkennt niemand Lichtenstein, sondern alle sagen, das ist ein Bild von mir. Also es gibt solche merkwürdigen Verwandtschaften. Übrigens gibt es, das gehört auch noch zur Frage, inzwischen... Wobei, ich wollte jetzt nur anmerken, diese Retuschen, die Sie da vorgenommen haben, die sehen natürlich so aus, dass es sich da nicht mehr um irgendwelche Tintenkleckse handelt wie auf dem Cover, sondern dass es Totenköpfe geworden sind. Ja gut. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Also ich bin jetzt wirklich aus dem Konzept. Ja gut, Sie müssen jetzt was fragen. Ich muss jetzt fragen. Ja. Jetzt bin ich auch aus dem Konzept. Sie haben das aufgeschrieben. Ja, Sie haben uns heute Morgen gesagt, und heute Abend klang das ja auch schon an, dass, so wie ich das jedenfalls sehe, die neuesten Bilder alles andere sind als ein Abschluss. Sie haben heute Morgen gesagt, das Alterswerk, man kann gar nicht von Alterswerk sprechen. Herr Dr. Spende, wenn ich nochmal Sie zitieren darf, Sie haben vorhin gesagt, wer Altersmilde erwartet, wird enttäuscht. Das Alterswerk lässt also noch auf sich warten. Auf was dürfen wir uns denn da freuen in der Zukunft? Können Sie uns da schon, ich meine, nach den schwarzen Bildern und den Skulpturen sind ja schon 2 sehr umfängliche Werkreihen wieder entstanden mit ganz erstaunlichen anderen Bildern wieder, aber gibt es etwas, was Sie in der Zukunft, ich meine, Sie haben die Freiheit, Sie müssen nur noch einem Menschen auf dieser Erde was beweisen, nämlich sich selbst. Was
können wir dann noch erwarten von Ihnen? Also ich würde sagen, grundsätzlich ist all dieser Streit, der mal stattgefunden hat, und der Streit musste aber sein, zwischen uns, als wir alle jünger waren, der ist vorbei. Ohne Sieger ist das zu Ende gegangen. Alle haben irgendwie gewonnen. Nein, das stimmt nicht. Wenige haben gewonnen, die meisten haben verloren. Und diese wenigen Gewinner sind doch sehr, sehr kontrovers. Und jetzt fällt mir der Faden wieder ein. Es gibt inzwischen nicht nur Sotheby's und Christie's, sondern es gibt auch Philips als Auktionshaus. Und die machen zum Beispiel, ich glaube, 5-mal im Jahr einen riesig dicken Katalog, der heißt Unter dem Einfluss von. Und das Ganze auf Englisch. Und dort kann man Bilder sehen von jungen Künstlern, die nicht Pollock sind und nicht Clifford Still und so weiter, sondern alle andere Namen haben. Und das ist ganz erstaunlich. Also es sieht so aus, als hätte das, was mich umgetrieben hat, gar keine Basis mehr, als wäre das eine große Dummheit gewesen. Man hätte es von Anfang an ganz anders machen können. Gut, das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, mit der man ganz gut alt werden kann. Und das ist auch eine Erkenntnis, wenn ich Cornelis treffe, sagen wir immer, la lotta continua, heißt auf Deutsch, der Kampf geht weiter. Ist kein Parteigruß, sondern ein Gruß unter Künstlern, die sich ungerecht behandelt fühlen oder missverstanden, wie wir das ja tun. Und zum Beispiel die schwarzen Bilder, die ja im Hauptsaal hängen, die sehr dominierend in dieser Ausstellung sind und auch sein sollten, könnte man analysieren im negativen Sinne und könnte die in Verbindung bringen mit irgendwelcher Düsternis oder Umnebelung, die so allmählich einsetzt. Nein, nein, es ist nichts anderes als wirklich ein Grenzverschiebungsexperiment. Ich weiß natürlich, dass man effizient Bilder malt, indem man alles das benutzt, was die Malbücher hergeben, also Kontraste, hell-dunkel, alle Farben, Konturen und so weiter. Und wenn man das gut benutzt, wenn man das im rechten Maß einsetzt, kann das Bild nur gut werden. Dieses Maß reizt dazu, die Grenze zu verschieben. Und die Verschiebung in dem Fall sieht einfach aus, in meinem Fall sieht es so aus, dass ich mein altes Modell genommen habe, der Adler, und verschiedene Töpfe mir hergestellt habe mit all diesen Buntfarben, Rot, Gelb, Grün, Blau und so weiter, und einen kräftigen Schuss Schwarz da hineingegeben habe. So viel Schwarz, dass von der Buntfarbe nur ein Minimum übrig blieb. Und damit habe ich dann ungemischt, Topf für Topf, am Boden liegend, das Bild am Boden liegend, ich habe da drauf gekniet oder gestanden, diesen Adler gemalt. Und das Experiment ist gelungen. Es ist nicht augenfällig gelungen, aber wenn man länger schaut, akzeptiert man diese Grenzverschiebung. Denn es gibt einfach ein völlig neues Bild. Und um nichts anderes geht's. Um das neue Bild, genau. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir sollten unsere Gäste jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Die warten natürlich sehnsüchtig darauf, die Ausstellung sehen zu können. Ich möchte nur noch auf 3 Veranstaltungen hinweisen, die wir machen. Zum einen am 28. Oktober werde ich das Vergnügen haben, mit Carla Schulz-Hoffmann eine Führung durch die Ausstellung gemeinsam zu machen, eine dialogische Führung. Und das wird sicherlich ein hochspannendes, hochinteressantes Unterfangen. Dann am 11. November, wir sind ja nicht in Köln, da kann man hier Veranstaltungen machen, gibt es eine Künstlerführung mit Thilo Schulz, dem wir ab Oktober eine Ausstellung hier widmen und da freue ich mich auch sehr drauf, eine Führung oder eine Art Vortrag in der Ausstellung zu ihren Werken machen wird. Und last but not least, am 27. November werden wir noch einmal Georg Baselitz im Gespräch erleben, aber diesmal mit Sir Norman Rosenthal, den ich
hier auch ganz herzlich begrüße, der sicherlich einer der profundesten Kenner und Freunde von Georg Baselitz ist. Und ich freue mich schon sehr darauf, dieses Gespräch zu moderieren. Ich möchte mich an dieser Stelle den Dankadressen, die Okwi Enveso ausgesprochen hat, anschließen und wirklich auch nochmal unserem Team, allen, die an dieser Ausstellung mitgewirkt haben und die mit sehr viel Einsatz, Fleiß und Präzision gearbeitet haben, einen herzlichen Dank aussprechen und darf die Ausstellung, I hope you don't mind if I open the exhibition now. Vielen Dank, meine Damen und Herren.